Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen super leckeren und saftigen Hackbraten. Dafür als erstes eine große Zwiebel und 2 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Als nächstes eine Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Wenn das erledigt ist, die Pfanne vom Herd ziehen, die Zwiebeln etwas abkühlen lassen und danach zum Hackfleisch geben. Ich habe hier 700 Gramm Hackfleisch, halb Rind, halb Schwein verwendet. Außerdem 2 Eier dazugeben, 75 Gramm Paniermehl, einen gehäuften Esslöffel Senf, einen gehäuften Teelöffel süßes Paprikapulver und zum Schluss eine gute Prise Salz und Pfeffer. Alle Zutaten anschließend mit den Händen gut miteinander vermengen bzw. verkneten, bis sich alles gleichmäßig verteilt hat. Als nächstes die gesamte Hackmasse aus der Schüssel nehmen, zunächst zwischen den Händen etwas zusammendrücken, damit alles gut zusammenhält und dann auf ein Brettchen legen und die Masse zu einem ovalen Braten formen. Jetzt eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, den Hackbraten vorsichtig in die Pfanne heben und bei mittlerer Hitze rundherum braun und knusprig anbraten. Nach etwa 3 bis 4 Minuten sollte der Braten eine schöne Kruste haben. Jetzt einmal vorsichtig wenden, von der anderen Seite ebenfalls ein paar Minuten bräunen und zum Schluss den Braten nochmal kurz auf die beiden Seiten drehen. Wenn das erledigt ist, für die Soße einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark in die Pfanne geben, alles mit 150 ml Rotwein ablöschen und zum Schluss noch einen halben Liter Gemüse oder Fleischfond dazu gießen. Die Soße einmal aufkochen lassen und den Braten anschließend bei niedriger bis mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel für 50 bis 60 Minuten köcheln lassen. Nach etwa 50 Minuten sollte der Hackbraten fertig sein. Die Pfanne jetzt vom Herd ziehen, den Braten mit einem Messer in Scheiben schneiden und anschließend zusammen mit Kartoffelpüree anrichten, noch etwas Soße über den Braten geben, eventuell mit fein gehackter Petersilie garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.